Heute geht für mich ein Traum in Erfüllung. Wir sind angekommen im Skigebiet der Superlative im schweizerischen Zermatt. Das Matterhorn hier direkt im Blick. Und wir gehen jetzt gemeinsam mit euch auf Erkundungstour. Wir zeigen euch die höchste Bergstation Europas. Wir fahren bis nach Italien und das auf verschiedensten Abfahrten. Wir haben super viele Tipps von euch bekommen und die werden wir heute alle durchgehen. Also auf ins Video. Und ein paar Tipps zu Hütten, zu Unterkünften und generell, wie ihr eure Reise nach Zermatt organisieren könnt, die gibt's am Ende beim Käsefondue. Also dranbleiben lohnt sich. Ja, was für ein Ausblick! Wir sind heute Morgen schon die allerersten hier oben im Gebiet gewesen. Da kam gerade die Sonne raus aufs Matterhorn und wir sind hier im ersten Teil des Skigebiets, nämlich dem Sunneger. Ich war noch nie hier und bin auch kein richtiger Schweizer, wie ihr hört, auch kein Italiener. Deswegen verzeiht mir alle falschen Aussprachen. Ihr könnt gerne aber eure Anmerkungen unten in die Kommentare schreiben, damit ich später ein bisschen was gelernt habe. Jedenfalls dieses Gebiet hier, wie der Name auch schon sagt, in der Sonne gelegen. Hier steht einfach morgens die Sonne, auch am Nachmittag. Und ihr habt diesen Blick, das Matterhorn in seinem ikonischen Shape, also in seinem, ja, diesem Dreieck mit der klaren Linie, wie man es auch von Zermatt sieht. Wenn wir gleich rüber wechseln auf die andere Seite, dann sieht das Matterhorn schon ganz anders aus. All das werdet ihr gleich auch noch sehen. Jetzt heißt es aber erstmal Skifahren. Und zwar geht es jetzt hoch zum Blauherd. Ich hoffe, euer Herd zu Hause ist auch blau. Und hoch zum Rothorn. Kommt mit. Ein Traum. Endlich hier, ey. Yes! Blauherd. Immer dieser Blick. Wie im Bilderbuch, wirklich. Sesam, öffne dich. Schöner Ski. Sieht gut aus. Angekommen hier oben am Rothorn. Hier gibt es die Möglichkeit, Paragliden zu gehen. Ihr seht hier drüben auch einen Helikopter. Auch das werden wir immer wieder hier sehen. Es sind sehr viele Helikopter in Zermatt unterwegs, weil die Menschen dann wirklich auch touristische Flüge rund ums Matterhorn machen. Muss wahrscheinlich sehr mächtig sein. Das skippen wir aber heute. Heute agieren wir nämlich so, es gab bei Instagram in meiner Story hunderte Tipps von euch. Die haben wir in einem Pistenplan für uns markiert und wir fahren sie jetzt ab. Und einer dieser Tipps, das ist die Piste Nummer 11. Am besten am frühen Morgen komplett unverspurt, denn da geht es rum und dann Richtung Matterhorn. Und vorher haben wir diesen mächtigen Gletscher im Blick. Schaut euch diese Piste hier an. Mega breit. Wahnsinn. Ein Wahnsinn. Und jetzt tut es sich gleich auf. Das Horni. Das Horni. Was für ein Ausblick. Ja, und das ist, was diese Piste hier ausmacht. Schön blau schlängelt sie sich herab. Ihr könnt perfekt hier runterkarven und dabei diesen Ausblick genießen. Bei mir schlägt gerade das Herz schneller, die Lunge pumpt, alles ist da. Für euch aber vielleicht mal kurz zur Orientierung. Wir sind eben hier jetzt am weitesten rechts vom Gebiet. Da drüben rauf, da oben seht ihr auch das Kleinmatterhorn. Da hinten geht es dann nach Italien, also die Landesgrenze, die werden wir später auch noch übersteigen. Und hier links oben, das sieht man jetzt schwierig, das ist der Gornergrat. Und zu dem wollen wir gleich mit einer Bahn hinfahren. Ihr müsst euch mal vorstellen, ein Zug, der auf 3000 Meter Seehöhe fährt. Das machen wir jetzt gleich aus der Matt raus. Das wird auch ein Wahnsinn. Aber jetzt erstmal Carving-Genuss. Wow, wow, wow.
Ja, und ich glaube, auch diese Piste ist vielen von euch ein Begriff, nämlich all denen, die Nathan Taugwalder folgen. Den haben wir gerade eben auch getroffen auf der Piste. Leider kein Foto gemacht. Nathan ist local hier und seine Reels auf Instagram crashen alles. Blende ich euch ein. Weiter geht's Richtung Zermatt runter. Talabfahrt. Lecco mio Blanco. Das ist echt der Wahnsinn. Oh, yes! Oh, meine Güte! Jetzt schaut mal hier das kleine Dörfchen. Was für eine Siedlung hier im Hintergrund. Werden wir immer wieder sehen. Ein Traum. Oh, what a dance. Okay, jetzt geht's auf ins Tal und zwar durch den Wald. Wie im Bilderbuch der Ziehweg. Ihr fahrt hier mit dem Blick Richtung Matterhorn raus. Es ist alles so malerisch. Oh me, oh my, I can't explain. Might just be my everything. Und auf der Talabfahrt steht dieses Schild. Und ganz ehrlich, Leute, das stimmt. Wir sind sie gestern zum ersten Mal gefahren. Unten kurz vor Zermatt ist so eine enge, steile Stelle. Da gab es ziemlich viele Crashes. Also passt hier gut auf, wenn ihr vom Sonnecker runterfahrt. Und dann geht's auf in den Ort. Linus, freust du dich? Yes. Und hier seht ihr jetzt diesen malerischen Ort Zermatt. Schaut euch das an, wie die Häuser hier liegen. In dem Ort darf kein Ottomotor fahren, kein Auto. Es gibt nur kleine Elektrofahrzeuge, kleine Taxis, die von A nach B bringen. Man kommt hier nur mit der Bahn, mit dem Helikopter oder mit so einem Privatshuttle hoch. Also Luxus auf der anderen Seite. Wir sind hier mit der klassischen Bahn hochgekommen. Diese Bahn, die fährt aber eben weiter. Die hält nicht nur am Bahnhof Zermatt, sondern die geht dann hoch, im Grunde als Skilift, auf 3000 Meter. Da führen andere Gebiete gar nicht so hoch und da fährt eine Bahn hin. Die nehmen wir jetzt, aber vorher schauen wir uns erstmal ein bisschen im Ort um, dass wir mal einen kleinen Eindruck bekommen. Und das hier ist es jetzt, das von mir eben bezeichnete enge und sehr steile Stück. Da unten lagen sie gestern zuhauf. Passt hier bitte auf euch auf, wenn ihr runterfahrt. Hier war gestern zum Après-Ski gut Action, zeige ich euch. So, jetzt sind wir mittendrin statt nur dabei im Ort und ihr seht schon diese Chalet-Style-Häuser hier. Ein Wahnsinn, also sich sowas irgendwann mal leisten zu können, bedeutet, dass es im Leben richtig abgehen muss oder man gut geerbt hat. Wird bei mir wahrscheinlich nicht passieren. Aber schaut mal hier. Diese kleinen Autos, ja, das ist es, diese ganzen Elektrowagen, die düsen hier rum. Es ist schon auch einfach ein großer Ort. Also wenn man von A nach B geht, sind es schnell mal 20 Minuten. Wir haben unser Hotel drüben direkt an der Kirchbrücke. Ist auf jeden Fall eine Empfehlung, nicht nur das Hotel, sondern auch die Lage, weil wir mittendrin sind und dabei die beiden Bergbahnen fußläufig in 10 Minuten zu erreichen sind. Für uns geht es jetzt zum Bahnhof und dann geht es in den nächsten Zug in Richtung Gornergrat. Der Zug soll sehr besonders sein, haben viele von euch empfohlen. Hier seht ihr mal die Schienen der Gornergratbahn. Damit es so weit bergauf gehen kann, ist in der Mitte so ein Zahnrad verlegt. Eine Zahnradschiene, dass man hochkommt. Und hier seht ihr jetzt das zweite beliebte Fortbewegungsmittel in Zermatt. Und das sind Fahrräder, wo man die Ski hinten in solche kleinen Rohre reinsteckt und sie transportiert. Was wir auch sehen ist, die Ketten leiden ganz schön hier im Winter unter dem Salz und Co. Einige sind richtig eingerostet. Komm, wir suchen uns mal ein Premium-Exemplar. Und hier seht ihr jetzt einen der Hauptplätze und zwar direkt am Bahnhof, der Bahnhofsplatz mit dem großen, schönen Weihnachtsbaum in der Mitte, alles schön geschmückt hier oben. Und da raus ist die wichtigste Straße, die Bahnhofstraße. Da werden wir am Ende des Videos lecker Käsefondue essen.
freue ich mich drauf. Und der Blick in Richtung Matterhorn, der ist häufig im Ort zu sehen. Wir werden ihn dann jetzt aber aus der Bahn sehen. Gornergrat. Oh, kann man es auch hier kaufen? Ja. So, und jetzt sind wir zum ersten Mal an einem Paypoint, ne Linus? Ja. Zumindest im Video. Wir mussten natürlich schon anreisen, das heißt, grundsätzlich darf man in diesem Video auch nicht verschweigen, dass es hier alles ein bisschen teurer ist. Es ist grundsätzlich die Schweiz und dann ist es auch noch Zermatt. Bedeutet, viele von euch haben richtigerweise erwähnt, dass ich die Kreditkarte ein bisschen aufladen soll. Habe ich getan. Wir zahlen also jetzt 92 Franken, um mit der Bahn hochzufahren, obwohl wir schon einen Skipass haben. Aber natürlich machen wir das für euch. Ihr habt es erwähnt, deswegen wird das jetzt gemacht. Jetzt bezahlen. Wie ist da die PIN? Scheiße. Weiß ich nicht. Zeigen. Servus. Ich sag noch Servus, das heißt Grüezi. Gornergrat, 11:36 Uhr, das sind wir. Ladies and gentlemen, the Gornergrat Railway welcomes you aboard the train to the Gornergrat. Your ticket allows you to join or leave the train at any station or to make a stop along the way. We wish you a pleasant journey. Also ich fühle mich hier gerade, als wäre ich in so einem großen Park wie dem Europapark, Disneyland, I don't know, und würde mit so einer Erkundungsbahn rumfahren. Wisst ihr, was ich meine? Genau so ist das hier gerade. Die Häuser hier am Hang haben alle das Glück, so Richtung Matterhorn zu blicken. Schaut mal. Oh, dieser Ort. Macht mich verrückt. Also wir sind jetzt immer noch nicht oben, es ist noch eine Zwischenstation, Riffelberg. Und wir fahren hier gerade mit einem Zug an den Skiliften vorbei. Das müsst ihr euch mal vorstellen. Schaut mal hier. Jetzt sind wir fast auf 3000 Metern im Zug unterwegs und fahren elegant den Berg hinauf, auf den Gornergrat. Mit dem Blick. Jetzt sind wir angekommen und zwar auf 3089 Metern wieder im Schnee und das mit einer Bahn. Unglaublich, auch wenn man sich vorstellt, dass diese Bahn hier damals 1892 gab es die erste Idee. 1896 war der Spatenstich, da wurde angefangen zu bauen und 1,5 Jahre später war diese Eisenbahn da. Ihr müsst euch das mal vorstellen, wir brauchen in Deutschland gerade bei der Brückenlücke Lüdenscheid gefühlt 7 Jahre, um eine neue Brücke zu bauen und die haben hier einfach auf 3000 Metern damals mal eben einen Zug reingehämmert. Unglaublich. Und den Tipp hier habe ich übrigens von meinem Vater und seinem Freund Klaus. Die beiden haben das Ganze hier gemacht. Übrigens an der Stelle auch mal danke an meine Eltern, die mir überhaupt ermöglicht haben, diesen Job hier auszuführen, immer offen für alles waren, mich immer auf Skier gesteckt haben. Danke euch. Und jetzt mal auf zum Ausblick. Also auf der einen Seite sehen wir das Matterhorn, natürlich mega beliebter Fotopunkt. Auf der anderen Seite hier sehen wir aber auch den zweithöchsten Berg Europas, den höchsten Berg der Schweiz, die Dauphin-Spitze, da oben gelegen und das umhüllt hier auf dem Monte Rosa Massiv von Gletschern. Und das zeigen wir euch jetzt mal. Genießt die Ausblicke. Wieder in den Skiern und jetzt geht's auf zum kleinen Matterhorn und dann tasten wir uns nach Italien. So langsam knurrt der Magen, da gibt's dann leckeres Essen. Viele Tipps von euch dazu. Das kleine Matterhorn liegt hier oben links. Dafür fahren wir jetzt runter nach Furi. Auch ein Tipp von euch. Werden wir später auch noch hinkommen. Leute, es ist der Wahnsinn. Abfahrt! Hahaha!
Hier ein kleines Igloo-Dorf, wie wir es auch in Davos gefilmt haben. Könnt ihr euch erinnern? Skigebietstest aus Davos, oben rechts verlinkt. Tust das Leben genießen. Tust das genießen. Da ist nochmal die Bahn. Schaut mal. Einfach mal ein bisschen die Seele baumeln lassen. Man muss sich ja auch erinnern dürfen. Schöne Hütte. Jetzt verlässt uns auf dem Weg nach Furi unten die Sonne. Dann steigen wir in die Bergbahn und dann kommen wir an der höchsten Seilbahnstation Europas an. Das wird euch umhauen. Let's go! Hier ist jetzt die kleine Siedlung Furi. Kommen wir später bei der Talabfahrt Richtung Zermatt auch noch mal runter. Hier gab es einige Tipps von euch auch zur Einkehr. Vielleicht schaffen wir es später. Jetzt geht's hoch! Jetzt schauen wir einmal rein in den Pistenplan. Da habe ich mir auch die verschiedenen Notizen und Tipps von euch drin notiert. Und erstmal grober Überblick. Wir waren jetzt gerade hier hinten in Zermatt. Das war heute Morgen Sunegg, dann sind wir hier oben übers Gornergrat gefahren und bewegen uns jetzt hier hoch und zwar zum Matterhorn Glacier Paradise und da oben ist sie eben die höchste Bergstation Europas. 3883 Meter, da kommen wir gleich hin. Das ist das Klein Matterhorn, so heißt es dort oben auch und dann fahren wir eben hier rüber und das ist die ganze Seite Italien-Cervinia und in Summe reden wir hier über 360 Pistenkilometer, die miteinander verbunden sind, 54 Liftanlagen und eine Höhenlage von 1600 Metern unten in Zermatt bis hoch eben auf 3800 Meter. So, und von euch kamen viele Tipps, insbesondere was das Essen angeht, nämlich in Italien. Da haben wir uns ein paar Kreise hier gemacht. Wir wollen jetzt auf dieser Hütte hier vorne essen. Bin ich sehr gespannt. Und da kehren wir mal italienisch ein. Da soll es auch einen sehr guten Kaffee geben. Das machen wir jetzt. Wir haben 13:10 Uhr. Also wir sind schon noch gut in der Zeit, aber es ist auch bei der Erkundung, das dauert natürlich auch ein bisschen Zeit. Insbesondere so eine lange Liftfahrt von Zermatt auf ganz hoch, das dauert natürlich, ja, ist klar. Und jetzt fahren wir mit einer komplett neu entstandenen 3S-Bahn. Schaut euch allein diese Halle hier aus Holz an. Die führt uns jetzt hinauf auf 3800 Meter. Matterhorn Glacier Paradise, Wahnsinn. Diese Bergbahnfahrt hier hoch auf 3800 Metern, höchste Bergstation Europas, wo wir gerade stehen. Und was ihr auch gesehen habt, wir sind gerade mit der neuen 3S-Bahn gefahren. Diese Bahn und auch die Bahn runter nach Cervinia, die ist jetzt auch neu entstanden, bedingt auch, dass man von Cervinia nach Zermatt mittlerweile eben auch ohne Ski kommt, das heißt zu Fuß, und ist jetzt eine richtige Verbindungsstrecke mit Gondelbahn geworden. Und hier oben standen wir gestern Morgen auch schon, denn es gibt hier eine ganz besondere Erfahrung, das ist First Track Experience. Allererste Spuren in den Schnee ziehen. Um 7:30 Uhr sind wir aus Zermatt gestartet und hatten dann hier oben am Gipfelrestaurant unser Frühstück.
Und jetzt geht es für uns hier entlang des Theodul-Gletschers, das seht ihr hier, dementsprechend jetzt rein in die Ski und endlich auf zum Mittag, nämlich nach Italien. Auf geht's! Die Kulisse ist so mächtig, ihr habt hier den Blick auf verschiedenste 4000er. Das Matterhorn jetzt hier drüben, ihr seht schon einfach eine ganz andere Form, die wir jetzt wahrnehmen. Sieht nicht mehr so aus wie aus Zermatt. Und ich glaube, wenn wir dann nach Italien fahren, sieht es mal noch ganz anders aus. Vielleicht könnt ihr euch auch erinnern an ein Video von mir aus Gressunet, dem Aostatal. Das ist genau da hinten, da waren wir auch am Monte Rosa massiv unterwegs. Das Video von meinem Lehrting und mir ist hier oben rechts verlinkt. Und jetzt mal runter. Bella Italia! Hier kennt ihr auch noch ein bisschen was von der World Cup Strecke. Und zwar ist da vorne ein Sprung. Der ist ja leider dieses Jahr, ist der World Cup ausgefallen bei den Herren. Der Sprung, die Kante ist da drüben. Also da wird drüber geschossen und dann ist man quasi in Italien. Und hier ist so ein ganz kleiner Heli, habe ich so noch nie gesehen. Willkommen in Italien. So einfach geht das manchmal. Oh, was für eine breite Piste, ey! Wahnsinn! Guck dir das an! 200 Meter, ey! Skistock, so viel Zeit muss sein, auch vor Mittag. Nee. Person ist schon nicht mehr da. Na gut, das hier ist Next Level. Big Fat Smile. Zielbereich vom World Cup hier. Die Lifte hier sind tatsächlich etwas älter. Dieser gerade zum Beispiel der Dreiersessellift. Er kam so richtig in die Knie reingeschossen. Aber egal, Hauptsache er bringt den Berg hoch. Eins ist aber Fakt, wir sind heute auf einer Erkundungstour. Ich war ja noch nie im Skigebiet hier. Und da macht man auch mal Fehler. Man fährt manchmal falsch. Insbesondere bei den vielen Pisten. Und wir hätten uns jetzt tatsächlich oben am Theodul-Gletscher an der großen Bergstation hätten wir ein bisschen hochgehen müssen. Das Förderband war leider aus. Deswegen dachte ich, wir könnten unten rum. Fehlannahme. Jetzt würden wir hier komplett ins Tal fahren und dann wird es zu spät mit der schönen Hütte. Das heißt, jetzt einmal rüber, nochmal da oben hoch, da seht ihr auch die Bergstation und dann gleiten wir zur Hütte hin und dann gibt es lecker Futter. Dann dürfen wir es aber auch nicht zu lang treiben, denn es ist schon 14 Uhr jetzt gleich. Und ja, dann müssen wir auch irgendwie wieder rüberkommen nach Zermatt. Also das ganze Gebiet an einem Tag, das schaffen wir jetzt gerade so nicht. Aber vielleicht schafft ihr es, wenn ihr hier seid. Angekommen hier oben und hier raus könnt ihr zumindest mal noch einen kleinen Blick erhaschen. Da geht es auch noch weiter, auch noch mal verschiedene Pisten und Sessellifte. Wir bewegen uns jetzt aber Richtung Cervinia und dann endlich zur Hütte. So, geschafft. War ein bisschen ein Abenteuer-Ride, aber jetzt sind wir da. Das rechte Feld hier mit den ganzen Sesselliften, das werden wir jetzt erkunden. Und das Matterhorn von der anderen Seite. Wow, breite Pisten.
Here we go. Und da ist das kleine Chalet, euer Geheimtipp. Mal gucken, ob es unser wird. Wir schnallen mal die Ski ab, genießen hier die Sonne. Da an der Rückseite des Matterhorns. Wow. Also wir haben uns jetzt aus Zeitgründen hier am Chalet entschieden, nicht ins Restaurant zu gehen. Da wird man erst noch hingesetzt, das dauert dann vielleicht auch alles etwas länger, sondern die Selbstbedienung zu machen. Und ich glaube, alles ist gut. Ja, also ich habe jetzt einfach eine klassische Pasta Pomodoro bestellt und der Ausblick ist gewaltig. Und mit dabei haben wir übrigens auch den Linus. Den möchte ich euch an der Stelle einmal gerne vorstellen. Grüß dich, Linus. Ja, hey. Wie gefällt's dir? Super. Einer der krassesten Skigebiete oder das krasseste Skigebiet, was ich jemals befahren habe. Voll. Also wir haben so viel erkundet gemeinsam jetzt und so viel erlebt. Allein diese Hütte jetzt erstmal hier zu Ja, oder? Es war ein Riesenritt. ein Abenteuer. Und jetzt essen wir erstmal was Feines. Aber war auch lecker? War super lecker. Sehr Richtig gut. Und jetzt gibt's Nachtisch, leckerer Apfelkuchen, Cappuccino, Espresso und Tiramisu. Mittagessen rum, 15 Uhr und den Tipp hier von euch, den gebe ich auf jeden Fall weiter. Das war richtig lecker. Jetzt geht's runter nach Italien, Cervinia. Ich bin gespannt. Wir müssen uns nur ein bisschen ranhalten. Kommt mit. Auch nochmal eine schöne Einkehr hier. Liegen alle so toll in der Sonne. Auf die Talabfahrt. Ja, und hier haben wir jetzt den Ort Cervinia im Blick, italienisch geprägt, ganz andere Architektur, die hier gelebt und ausgeführt wurde. Schöner kleiner Alpenort, bedeutet für euch schlussendlich auch, dass ihr genau auch hier unterkommen könnt, italienisch, also mit Euro, auch günstiger, um hier im Glacier Paradise rund ums Matterhorn Ski zu fahren. Das Einzige, worauf ihr verzichten müsst, das ist morgens der Blick aufs Matterhorn, den man in Zermatt nun mal ganz besonders bekommt. Ja, und für uns heißt es jetzt von hier aus wieder komplett zurück. Das hier war nämlich schon eine ziemlich lange Abfahrt. In Summe haben wir knapp 2000 Höhenmeter hier runter verloren. Es gibt aber noch eine längere Abfahrt und die wollen wir euch im besten Fall noch zeigen. Kommt mit! 1800 Meter sind wir hier. Schau mal hier die Häuser. Ganz anders. Ah, die jetzt da hoch? Oh, ja. Und dann müssen wir noch mal hoch. Und dann müssen wir, also die bringt uns jetzt dahin, wo wir schon mal hoch, ja, oder? Nee. Nee, das ist sie, ne? Nur noch eine. Oder? Ja. Jetzt wird es eine richtig knappe Nummer, noch rüber nach Zermatt zu kommen. 15:30 Uhr ist es jetzt und ich habe im Kopf, dass es irgendwo um die Uhrzeit die letzten Fahrten gibt, um überhaupt rüber nach Zermatt zu kommen. Let's see. Ansonsten müssen wir dieses coole Auto da fragen, den Rescue Service, ob er uns irgendwie hochfährt. Ich habe Leute noch in die Gondel gehen sehen, also wichtig, wichtig. Die Sonne, die lassen wir jetzt hinter uns. Wir blicken jetzt hier nochmal zurück in Richtung Klein Matterhorn. Wir haben zum Glück die letzte Gondelbahn hier hochgepackt. Das heißt, wir kommen jetzt runter nach Zermatt. Wir schaffen es noch. Da oben runter, ja, also da waren wir ja eben auch, da startet dann die längste Abfahrt der Welt. Und zwar bis zu 25 Kilometer könnt ihr da nach unten cruisen in den Ort Zermatt. Ihr könnt 2200 Höhenmeter verlieren. Das haben wir für euch ausgetestet. Dazu gibt es ein Video, das ist hier oben rechts verlinkt. Und ihr seht dann quasi, wie sich die Piste da oben über das Plateau rosa hier runterschlängelt, dann hier unten entlang führt nach Zermatt. Da wollen wir ja jetzt auch hin. Das verdiente Käsefondue und natürlich auch nochmal den Ort auschecken. Ein unglaublicher Tag. Let's go. Und tschüss Sonne. Letzte Abfahrt des Tages und die ist dann jetzt grob 12 Kilometer lang runter bis nach Zermatt. Und das im Abendlicht. Schaut's euch an. Haha, das nenne ich mal einen Tag.
Junge, Junge, Junge. Oh je, oh je. Das ist der Wahnsinn. Zermatt, we are coming for ya! Riesiger Berg, 4400 Meter. Und den zu besteigen muss so schwer sein. Ihr müsst euch vorstellen, dass das alles, was ihr gerade gesehen habt, eine lange Piste ist. Hier ist jetzt noch mal ein schwarzer, steiler Abschnitt und dann sind wir unten. So langsam fügt es sich sicherlich auch für euch zusammen. Hier sind wir jetzt wieder am Furi und hier gibt es verschiedene Möglichkeiten auch fürs Après-Ski einzukehren. Zum Beispiel beim Giz Gädi. Das haben uns einige auch in den Ideen und Tipps geschrieben. Danke euch dafür. Wir werden aber jetzt runter Richtung Zermatt fahren und uns da ein leckeres Käsefondue gönnen. Auf geht's. Hier diese Chalets, der Hammer. Links, rechts, einfach schön. Jetzt sind wir hier idyllisch an einem kleinen Bach, der hier runterführt in den Ort. Und dort werden wir uns was Feines suchen. Cool. Mega. Hier ist jetzt das Ende der Piste und von hier habt ihr die Möglichkeit, mit größeren E-Bussen zurückzufahren oder ein kleines Taxi zu nehmen. Wir gehen jetzt zu Fuß, es ist viel los. Am Ende des Tages ist es nur mal so, dass es hier ein bisschen sammelt, wenn alle von der Talabfahrt runterkommen. Und für uns geht es jetzt in den Ort. Ich zeige euch einen richtig schönen Aussichtspunkt und dann geht es zum viel umschwärmten Käsefondue. Ich freue mich drauf. Und hier könnt ihr schon leicht erkennen, ein sehr beliebter Fotopunkt, vielleicht sogar der beliebteste hier in Zermatt. Und das mit Recht hier oben an der Kirchbrück, wenn ihr über dem kleinen Fluss steht und dann das Matterhorn hier so erscheint, jetzt gerade auch mit diesen kleinen Schleierwolken, die so richtig schön orange am Himmel da oben wirken. Jetzt heißt für uns umziehen und dann ziehen wir das Fazit gleich beim Essen. So, wir sind jetzt in der Wimperstube. Auch das war eine Empfehlung von euch. Das Käsefondue ist bestellt und wir möchten jetzt hiermit noch mal ein paar Tipps und Tricks rund um Zermatt raushauen und das Ganze mal gut zusammenfassen. Also ihr habt es heute gesehen, ein unglaublich umfassendes Gebiet, was sehr abwechslungsreich ist und insbesondere diese langen Abfahrten und das Panorama, das killt. Das ist wirklich der Wahnsinn. Das macht hier einfach den Reiz aus und hat mich auch sehr begeistert. Es war von mir ein langer Traum, mal herzukommen. Jetzt konnten wir euch das heute so einfangen. Was ist zu beachten? Zunächst einmal vielleicht zur Anreise. Wenn ihr hierher kommt, dann ist es ja für viele von euch sicherlich so, dass ihr mit dem Pkw kommt. Da könnt ihr nicht nach Zermatt reinfahren, dann müsst ihr nach Tesch und dort in einem großen Parkhaus parken. Das hat super gut geklappt. Wichtig ist aber auch zu beachten, dass ihr vorher durch Autozüge bzw. Autoverlader müsst, um durch Tunnel zu kommen, weil die Pässe zu sind. Das bedeutet, wir hatten auch zum Beispiel gerade noch so den letzten Zug haben wir bekommen, weil wir nicht darauf geachtet haben. Denkt bei eurer Anreise dran. Dann auf der anderen Seite das Thema Zermatt und Zahlung. Es klappt wunderbar mit der Karte. Also wenn ihr hier seid, nehmt eine Kreditkarte mit, nehmt irgendeine EC-Karte mit. Das klappt super. Wir haben keine Schweizer Franken als Währung benötigt, sondern kamen einfach so super durch.
Abends bietet Zermatt oder auch generell der Ort bietet beides. Ihr habt auf der einen Seite so urige Bauernhäuser von früher, auf der anderen Seite habt ihr aber auch wirklich große Paläste, 5-Sterne-Hotels, richtig krass. Also man sieht auf der einen Seite den Rolex-Store und auf der anderen Seite habt ihr so einen kleinen Souvenir-Store oder Sportshop, ganz verrückt. Also die Welt hier, die prallt irgendwie aufeinander. Man hat den Luxus und die krassen Luxusmarken, man hat aber auch die vielen Sportler und Skibegeisterten, für die das hier auch ein Eldorado ist, muss man ja einfach so sagen. Jetzt sind wir richtig versorgt, das Käsefondue ist da. Also was sehr zu empfehlen ist, was wir auch gemacht haben, das ist die First Track Experience. Egal ob ihr die bucht oder als allererstes an der Gondel steht drüben am Sunnegger, das war der Hammer. Nehmt die ersten Abfahrten und probiert vor allen Dingen auch die Piste 11. Das war ein Traum, das habt ihr auch in den Aufnahmen gesehen und hat richtig Spaß gemacht. Dann was abends zum Einkehren, 2 Tipps. Einmal das hier, sieht auf jeden Fall schon mal gut aus, werden wir gleich probieren. War ja auch ein Tipp von euch. Auf der anderen Seite haben wir gestern eine Pizzeria ausprobiert, die wir sehr gut fanden und wo die Preise auch echt fair waren. Und das war The North Wall. Also Pizzeria, wenn ihr da einkehren wollt, mega gut. Und auf der anderen Seite vielleicht in Richtung Hotels und Unterkünfte. Ihr könnt natürlich hier ein Hotel wählen. Wir haben zum Beispiel eins. Wir haben das Ganze sogar mit einem kleinen Spa und einem Pool. Da blende ich euch gerade mal eine Aufnahme ein. Es muss vielleicht nicht das Hotel sein, es kann auch ein gutes Ferienapartment sein. Schaut euch da unten einfach mal in der Beschreibung um. Ich habe da verschiedene Links platziert, wo ihr euch mal durchstöbern könnt, wenn ihr hier nach Zermatt kommen wollt. Und damit beenden wir das Ganze und ich sage vielen Dank fürs Einschalten. Das war wirklich eine unglaubliche Erfahrung, hier mal in Zermatt und auch generell im Matterhorn Glacier Paradise Skifahren zu gehen. Ich bin mir sicher, es wird nicht das letzte Mal sein. Es war jetzt ein sehr umfassendes Video und auch ein sehr erlebnisreicher Tag. Danke an Linus, der da mitgezogen hat. Es war richtig stark, wir haben eine richtig coole Zeit gehabt. Jetzt probieren wir uns hier durch und ich wünsche euch eine sehr gute Skisaison. Wir sehen uns im nächsten Video wieder, was hier verlinkt ist, zum Beispiel die lange Abfahrt hier in Zermatt oder hier oben im nächsten Video, was euch vorgeschlagen wird. Bis dahin, vielen Dank und tschüss.